schaffen wir das jetzt? Kann das sein, dass wir da hinten über das Joch drüber müssen? Ja, genau. Warten wir das. Wo ist er? Irgendwie so. Aber schnell wieder hoch. Oberstdorf, leichter Regen, die Frisur hält. Geht los, ey! Gleich fahren wir! Eine schöne Tour wünsche ich uns. Kilometer 0,001 ist absolviert. Da sind wir. Donnerstag, 24.06.2021. Unternehmen Hannibal auf Alpcross. Die ersten fast 10 Kilometer sind im Sack. Wir haben auch schon 140 Höhenmeter. Wir fahren heute von Oberstdorf zur Freiburger Hütte. Sind jetzt gerade auf dem Weg zum Schrofenpass. Bleiben noch 40 Kilometer und 1850 Höhenmeter. Und wir fahren noch 3 Kilometer geradeaus, also es wird interessant. Bis dann. Wieso habe ich eigentlich diesen Hookarbeit gekauft? Da ist fast mehr Arbeit als bergauf.
Danke. Gut. Einmal zusammen rein. Ja, gut. So. Super Jungs. 25. Juni 2021, Unternehmen Hannibal auf Alpcross Tour. Heute Etappe 2. Wir starten, wir sind noch an der Freiburger Hütte. Wir haben jetzt gut 8:30, fahren zunächst runter ins Tal nach Dalas. Da werden wir ein bisschen Zuckernahrung etc. aufnehmen und dann geht es circa 35 Kilometer, wahrscheinlich 2300 Höhenmeter in Richtung Silveretta. Unser Ziel ist heute die Heilbronner Hütte und ja, sehen wir mal wann und wie und wo wir da ankommen. Wetter ist grau, aber trocken, soll auch den Tag so bleiben. Ja, ich wünsche uns eine gute Tour. Auf geht's. Los geht's. Los geht's. So, was ist jetzt? Ja. Oh, lass den Chef mal durch hier. Siehste. Das ist schon respekteinflößend, ja? Lass mich mal vorbei.
Meister vom Kollegen. Kannst du sauber machen. Was sagen Sie zu dieser Alpencross? Oh, erg lekker. Hartelijk bedankt voor die innovatie. Weg zur Heilbronner Hütte, sind ein bisschen spät dran. Wir wollten eigentlich schon um 6 Uhr da sein, mittlerweile ist es kurz nach 6 und es ist ungefähr noch 1 Kilometer Aufstieg. Wir haben unten im Tal sehr lange gebraucht, weil wir dachten, diese Runterstrecke würde ganz einfach zu fahren sein. Das war aber ein Steinfeld. Super zäh, alles tragen und schieben. Moorig, wunderschön zum Gucken, aber echt Käse zum Rad transportieren. Und jetzt schieben wir uns hier die letzten paar Meter hoch, kurz vom Ziel, tragend und schiebend durch diese Schneefelder. Die Hütte. Fast da. Komm. Jawohl. Samstagmorgen, 26.06.2021. Wir sind kurz vor Beginn der ersten Etappe. Gestern sind wir quasi hier aus dem Verwall hochgekommen. War alles schön, bis da, wo der Schnee aufhört. Da mussten wir nämlich durch. Mehr will ich dazu jetzt nicht sagen. So, heute geht es dann erstmal runter Richtung Galtür, weiter Richtung Ischgl und dann müssen wir irgendwo rausfinden, wie es am Fimberpass aussieht. Über den wollen wir nämlich rüber in Richtung Schweiz. Etappenziel sollte es für N sein. Schauen wir, was daraus wird. Ich wünsche uns alles Gute. Let's go!
haben wir es an Ischgl vorbeigeschafft und brauchen jetzt nur noch 1400 Höhenmeter bis auf 2600 Höhenmeter bis zum Fimberpass. Nur noch. Nur noch, ganz genau. Nur noch. Und dann sind wir schon da. Sowas. Große Blatt drauf tun. Stucker schön hinterher. Wo müssen wir hier, ne? Ein anderer. Ja, ist ziemlich grauig, das Zeug hier. Geil. Deine Ansprache. Meine Ansprache. Ach so, ja, moin zusammen. Wir haben, Moment, 27. den 27. ungefähr wieder Viertel vor 9. Sind gerade vor einer halben Minute in der Pension abgefahren. Jetzt geht es hier geradeaus hoch durch die Uina-Schlucht. Der Pensionswirt hat gesagt, soll eventuell noch vereist sein. Müssen wir mal gucken, was passiert. Bisher haben wir immer alles geschafft. Ich denke mal, kriegen wir heute hin. Also, let's go.
Alter. Jawohl. Super. Wobei, du hast den Schonhänger ab. Leck mich. Dann wird ein bisschen ein Stück Sohle treten. Bisher muss ich nur gucken. Muss das jetzt? Ich mich das Rad dahin. Muss das Rad mal annehmen? Ja, ich habe. Danke. Alles endlich ist der Schofer. Alter. Da ist doch Garantie drauf, ne? Das ist ja eigentlich ein Schneeschuh, weißt du? Ja. Zum Feld. Ja, aber die Steuer kostet 60 €. Aber jeden Cent wert, wenn du hier bist und das Ding dann einfach mal eine Stunde oder 2 tragen musst. Danke. Der ganze ja, in Berichtsheft kleben. Hat der Alpenverein hier schon gestreut? Ja.
Tirol. Da 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 Wir sind jetzt an der Sesvenna-Hütte, haben somit also die Uina-Schlucht durchquert, den Alpenhauptkamm mehr oder weniger hinter uns gelassen. Vor uns liegt jetzt quasi unten im Loch das Vinschgau. Und hinterm Vinschgau sieht man dann schon das Ortler-Massiv. Könnte der Ortler sein. Super geile Etappe. Udiner Schlucht. Scheiße. Etappe 4 ist erfolgreich abgeschlossen. Das ist unser Bergfestbier, wie man sieht. Wir sind im gelobten Land, haben aufforsten lassen. Ja, wir sind durch die Uina Schlucht. Trauriges Kapitel war, dass wir leider Einen Toten. Franks Drohne zurücklassen mussten. Irgendeiner hat da plötzlich das GPS ausgeschaltet. Naja, ein bisschen Schwund ist immer. Scheiße ist trotzdem. Schön war es auf jeden Fall. Eigentlich bisher so das Highlight der Tour. Ist es tatsächlich. Muss man gemacht haben. Wie gesagt, jetzt Vinschgau. Obervinschgau, also im Endeffekt die letzte Möglichkeit von der Schweiz. Ja, morgen geht es da nochmal durch die Schweiz, über den Umbrallpass nach Bormio. Werden wir auch hinkriegen. Super. So ist es. Mega. Prost. Prost. Wie macht der Jürgen das? Auf jedes einzelne Kettenglied was drauf. Von innen immer auf. So, Arbeit kommt morgen. Das ist doch sau viel Arbeit, wenn man das so macht. Ich ziehe das immer ganz langsam durch. Ich hätte mir auch gedacht, dass das eigentlich genauso funktioniert. Ich habe immer die Hoffnung, dass das
letzte Paket einigermaßen schön sauber bleibt. Nicht mehr Öl nehmen wie nötig. 28.06. 9 Uhr morgens. Als allererstes mal haben wir ein Geburtstagskind bei uns. Komm mit dem Möller. Da ist er. Jungszarte, ja sagen wir nicht, ein Jahr älter. So, wir sind im Tauchhaus im Münstertal. In wenigen Metern werden wir die Schweizer Grenze passieren. Dann geht es auf Straße in Umbreil hoch. Oben dann über Trails runter nach Bormio und weiter nach Santa Catarina. Ja, alles in allem, wenn wir das schaffen, wieder so 2.500 Höhenmeter. Achtung. Also alles in allem wieder 2.500 Höhenmeter und da gucken wir mal, was das wird. Wetter ist gut. Ja, schauen wir mal. Umbrellpass haben wir jetzt geschafft. Sind jetzt wieder an der Grenze von der Schweiz nach Italien, genau. Und da sind wir schon wieder. Jawohl! Super! Sauber! Da. Kann das sein, dass wir da hinten über das Joch drüber müssen? Ja, genau. Warten wir das. Das ist wahrscheinlich das andere Bormio. Wieder unten durchgekommen.
fast schon vorbei. Muss da aufpassen. Das ist aber nichts zum Anfangen hier. Nee. Das ist absolut lebensgefährlich. Und was ist jetzt damit nicht in Ordnung? Müssen wohl vorne mal kleben. Ach, die Sohle denn noch? Brauchen wir nur Kleber, brauchen wir einen Baumarkt, brauchen ja keinen Radladen. Ach, so sollte das eigentlich aussehen. Ein bisschen vulkanisiert und Ja. Vielleicht kannst du die gleich im Fahrradladen noch verkaufen. das Rennradschuhe. Wie nur durch. Ciao. Dienstag, 29. Juni 2021, Etappe 6. Gestern sind wir noch von Bormio über Asphalt hoch nach Santa Catarina gefahren, wo wir die Nacht verbracht haben. Von dort aus geht es heute weiter, zunächst hoch auf den Gavia-Pass und dann weiter runter in Richtung Süden. Unten kurz vor dem Tal biegen wir links ab in Richtung Montoso-Scharte. Für heute Nachmittag sind Regenfälle angemeldet. Mal sehen, wie weit wir tatsächlich kommen. Cool, wieder oben.
Nagel. Ja, nach unten. Ey, geil. Geil. Kannst du eigentlich drin lassen. Genau. Abpitchen. Pitch ab, fertig. So, das Kicke. Ja, genau. So. Bisschen warten. Willst du einen Leatherman haben? Nö. Tu das. Nicht. Weitergehen. Fein macht ihr das. Fein machst du das, ja fein. So, jetzt noch du. Fein. Jo. Wahnsinn! Abschied nehmen. Da ist nicht mehr viel. Ansprache Nummer 87. Klappe. Ja, Etappe 7 von 8. Wir sind gestern die Montotto-Schachte noch runtergekommen bis Peyo, haben dort genächtigt, sind jetzt schon so eine gute halbe Stunde unterwegs auf dem Radweg runter in Richtung Di Maro. Von dort aus hoch wird gehen bis nach Madonna di Campiglio. Wenn wir dann da sind, gucken wir mal, wie die Beine sind. Eigentlich wäre das Etappenziel. Und dann entweder weiter oder wir bleiben da. Also, los geht's. Check the mic and make sure it sound right, boys.
sound right, boy. Vorbereitung auf den Regen. Dolomiti di Brenta! Wie fühlst du dich? Terribel. Etwas deplatziert, oder? Ja. Hört man nicht so ganz hin. Nicht meine Welt. Das ist mal schick. It's your turn. What's my turn? Ach so, oh yeah. Moin zusammen. Etappe 8. Die Sonne lacht. Wir sind in Madonna di Campiglio. Hatten hier gestern einen Wellness-Tag. Waren schön in der Sauna, weil es geregnet hat. Heute fahren wir jetzt von Madonna aus. Erstmal ein bisschen stadtauswärts, dann in die Brenta rein. Über den Bärenpass. Runter nach Monte Arche, von da aus Passo Balineo und dann rüber zum Lago di Teno und dann über Campi nach Garda, nach Riva del Garda. Und dann sind wir da, dann ist fertig. Mal gucken. Bestimmt knapp 250 Höhenmeter vom See, oder? Und ungefähr 5 Jahre gealtert. Geil. So, das war der letzte ernstzunehmende Pass. Ja, der war schick. So.
Pass. They're gonna stop this.